Diese Verpackungen lassen Kinderaugen strahlen. Cerealien zum Frühstück. Man kann schon ahnen, zu welchen der vielen Müsli- und Cornflakes-Sorten Kinder wohl am liebsten greifen. Einhorn. Daneben. Ja, es springt sofort ins Auge im Vergleich zu den anderen Müslis, gerade durch diese Farbe. Und ja, dann bunt, schöne, tolle Figuren da drauf. Deswegen fülle ich die Müslis auch ab bei mir zu Hause in Glasgefäße, damit die das halt nicht so sehen und nicht davon angezogen werden. Es ist halt dann schwer, auch Nein zu sagen. Und wenn man dieses Gequengel im Supermarkt dann nimmt man es halt auch vielleicht manchmal mal mit. Total auf Kinder ausgelegt. Also bunt und mit irgendwelchen Figuren drauf. Und die gesünderen Varianten sehen halt, die sind für Erwachsene, also Zielgruppe gemacht. Einhorn, das ist natürlich auch das, wo die Kinder im Supermarkt schon regelrecht hingezogen werden. Aber man kann ja auch dem Kind erklären, guck mal, das ist schön, da ist jetzt die Biene Maya drauf. Aber weißt du was, da ist ganz schön viel Zucker drin. Und hier Karies und Baktus, das ist nicht gut für die Zähne. Im Supermarkt möchte ich Geschrei oder lege ich dann einfach die Packung rein? Und wie sehr die Verpackung Kinder förmlich anzieht und damit Eltern zum Kaufen zwingt, weiß der Marketing-Experte Nils Hay. Egal bei welchem Hersteller, speziell im Lebensmittelbereich, dass es immer nette kleine Tiere, also Haie, Küken oder Ähnliches gibt. Und diese Charakter haben ja die Aufgabe, das Produkt für ein Kind erlebbar zu machen. Die sind ja nicht so kognitiv wie wir Erwachsene, wie wir das auch viel über Text erleben, sondern Kinder lieben ja die Details und die achten ganz, ganz, ganz stark darauf, dass sie so jemanden haben, der sie gefühlt an die Hand nimmt und durch diese Erlebnis- und Produktwelt führt. Und daher kommt das, dass man bei Kinderprodukten eben gerne so Comicfiguren findet auf den Verpackungen. Ja, das sind die den Dialog führen mit dem Kind, natürlich nicht mit der Mutter. Häufig wissen Eltern, wie ungesund die schön verpackten Zuckerbomben sind. Grund genug für Hersteller mit Aufschriften wie Vollkorn und Nährstoffen, die Zweifel zu vertreiben. Das suggeriert mir, ich habe hier ein gesundes Frühstück, womit meine Kinder gut in den Tag starten. So wird es ja dann auch gerade in der Werbung propagiert. Aber ich denke, da sind viele Tücken und Fallen enthalten, gerade der hohe Zuckergehalt. Gerade auch das Fehlen anderer wichtiger Nährstoffe. Im Grunde genommen haben wir hier eine reine Kohlenhydratmahlzeit. Mit, wie gesagt, verdammt viel Zucker. 100 Gramm enthalten im Spitzensatz rund 11 Zuckerwürfel. Je süßer das Frühstück oder je größer die Kohlenhydratmenge, gerade die freie Kohlenhydrate, also die Zucker, umso stärker führt es dazu, dass der Blutzuckerspiegel sehr rasant ansteigen kann. Und je höher die Blutzuckerspiegel dann schießen, umso schneller fällt man danach auch wieder ab. Und dann fällt man in Löcher, Blutzucker, Unterversorgungslöcher. Und das stört natürlich auch gerade bei Kindern so die Konzentration, die Aufnahmefähigkeit. Wenn man so in diese Löcher rutscht, dann wird man auch schnell müde. Also es ist für Kinder, gerade wenn die auch im Schulalter zum Beispiel sind, nicht so optimal. Ernährungsmediziner warnen vor den langfristigen gesundheitlichen Folgen des zu hohen Zuckerkonsums. Es drohen Übergewicht und Diabetes. Aber warum steckt denn so viel Zucker in Cornflakes und Co.? Wir haben bei den Herstellern nachgefragt. Nestle und Kellogg's haben uns geantwortet, dass sie seit Jahren sukzessive die Rezepturen der Cerealien überarbeiten würden, um vor allem den Gehalt an Zucker schrittweise zu reduzieren. Ernährungsmediziner plädieren dafür, Kindern Cornflakes als das anzubieten, was sie auch sind, eine Süßigkeit und eben keine gesunde Mahlzeit zum Start in den Tag. Ja, und umso wichtiger die Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich ein gesundes Frühstück aus und wie mache ich es den Kindern schmackhaft? Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück weiß es aus fachlicher und aus Erfahrungsperspektive, weil sie 2 Kinder großgezogen haben. Beispiel Müsli isst auch nicht jedes Kind gern. Wie jubel ich einem Kind ein gesundes Müsli unter? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Hier im Beitrag wurde es ja schon angeklungen. Es ist ja nicht nur, dass es zu viel Zucker drin ist, sondern es ist ja ein hochverarbeitetes Produkt. Es hat mit dem ursprünglichen Getreide, obwohl sie Cerealien sagen, ja eigentlich auch nichts mehr zu tun. Ja, und das haben wir eben hier in dem Fall. Das heißt, wir reden über Getreideflocken, aber wie kriege ich sie schmackhaft? Ja, es muss erst mal saftig sein. Ja, das heißt, ich muss irgendwo ein Milchprodukt reinpacken. In dem Fall kann ich zum Beispiel hier
Joghurt verwenden, ja, also einfach eine Schicht Getreideflocken. Ja, da habe ich schon mal unfassbar viel Power. Ich habe B-Vitamine für die Leistungsfähigkeit, ganz, ganz wichtig und auf natürlicher Basis. Auch diese Haferflocken geben mir die Möglichkeit, auch, dass die Leistungsfähigkeit dauerhaft erhalten bleibt. Mit dem Milchprodukt, in dem Fall hier Joghurt, hole ich den Kalziumbedarf noch damit rein, der gedeckt werden kann. Ja, und jetzt kann ich anfangen, weiterzuarbeiten. Ich kann jetzt frische Früchte da reinpacken, aber ich kann auch den einen oder anderen beruhigen. So ein bisschen Süße bringe ich rein und darf ich auch reinbringen, indem ich hier so Trockenfrüchte nehme. Also wir haben ja Softabrikosen beispielsweise, ein paar Rosinen. Man muss nicht viel sein, aber so ein bisschen was. Es gibt auch eine schöne fruchtige Note, aber eben auch Ballaststoffe, ja, und auch ein paar Vitaminchen, vor allen Dingen aber auch Mineralien. Und wenn so einem richtigen Kelloggs-Kind das nicht süß genug ist, was dann? Ja, gut, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Also Kinder brauchen Energie, brauchen Power und die kommen auch ganz gut klar mit ein bisschen Zucker, das ballern die so weg. Also 1-2 Teelöffel Zucker wäre auch hier erlaubt, wenn es oder eben auch Sirup, wir haben ja hier so Reissirup oder Honig, kann man wunderbar dafür verwenden. Also das heißt, ruhig ein bisschen süßen, weil es ja besser, ein Kind isst so ein Müsli mit ein bisschen Süße als gar keins. Ne? Ja, natürlich. Und das ist ja immer noch viel weniger als in den Cereals. Absolut, ja, deutlich weniger. Ja. So, jetzt kommt hier oben wieder Haferflocken drauf. Warum schichte ich das hier eigentlich so? Ja, ich mache es eigentlich deswegen, weil ich nachher zeigen möchte. Das kann man natürlich auch wunderbar mitnehmen. Ja, das heißt, jetzt kommt noch ein bisschen Joghurt drauf, vielleicht noch ein bisschen, ja lecker. Ein bisschen Zimt und Zucker. Ja. Manche Kinder mögen es. Man kann auch ein bisschen Kakao drauf tun. Ja. Und dann einfach nur zumachen. Und dann habe ich zum Beispiel auch ein wunderbares Pausenfrühstück. Warum überhaupt ist Frühstücken eigentlich so wichtig für Kinder? Kinder sind im Wachstum, ja, und Kinder dürfen keine Mahlzeiten auslassen, denn sie brauchen viel. Sie haben ja ein relativ kleines Verdauungssystem, eine relativ große Oberfläche, weil sie noch sehr klein sind, ja, und brauchen dementsprechend relativ viel, nicht nur wegen dem Wachstum, sondern sie können eben nicht so viel gleichzeitig verdauen. Das heißt, es muss auf Mahlzeiten verteilt werden. Und bitte nicht anfangen mit irgendwelchen Diäten. Ja, also nicht, wenn der Papa jetzt was Diät machen muss, ja, dass das Kind auch mitmachen muss. Also die Vorbildfunktion ist im Positiven wie im Negativen ganz zentral. Wichtig natürlich auch die Brotbox. Klar. Stichwort nicht zu große Essenspausen einlegen. Hier haben wir die perfekte Brotbox gebaut. Da ist Obst drin, da ist mega lustig geschnittenes Gemüse drin. Also das sind schon perfekte Eltern, die das zubereiten würden. Aber ist auch irgendwie ein Halbtagsjob. Geht es auch eine Nummer kleiner? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt schon, da betteln sich ja die Eltern dann untereinander. Das hat mit dem Kinder schon gar nichts mehr zu tun. Kinder mögen es einfach kindgerecht in der Form, dass es bunt ist. Das sehen wir jetzt hier an diesem Beispiel. Wir haben Obst, wir können wunderbar die Himbeeren, die Brombeeren nehmen. Wir können Zwetschgen entkernen, klein schneiden, dazulegen. Wir können die Heidelbeeren dazulegen. Kinder können auch mal selber entscheiden, was sie an Früchten gerne essen. Oder mitschnippeln. Ja, genau, und selber mitschnippeln, wie wir hier sehen. Ja, also die Möhren klein schneiden und so weiter. Sind wir doch auch nicht anders. Wenn wir zu Hause vom Fernseher sind, ja, dann muss es ja auch irgendwie zum Naschen sein. Und so sind die Kinder auch drauf. Und ich kenne Kinder, die essen zum Beispiel Radieschen gerne, obwohl sie eigentlich leicht scharf sind. Also einfach mal mithelfen und fragen. Ich kenne Kinder, die essen Fruchtriegel gerne. Ja, meine Kinder haben das auch das ist in der perfekten Box drin. Warum? Ja. Das ist ja süß. Ja, sehr süß. Aber wir haben wirklich nur Trockenobst mit drin, gepaart mit ein bisschen Nüsse, nicht extra gesüßt, also nicht jeden Tag, aber das kann man ruhig mit dazulegen, ja, weil wir wollen ja, dass die Kinder erstmal an das gesunde Essen auch herangeführt werden, ja, und nicht schon von vornherein die Kalorienbombe ohne Nährstoffe bekommen. Thema perfektes Frühstück für Kinder, da sind wir natürlich auch bei diesem Toastbrot mit Nuss-Nougat-Aufstrich. Ich will reinbeißen, wenn ich sehe. Aber wie entwöhne ich mein Kind, falls es sich da zu sehr dran gewöhnt hat, von diesem Brot? Es gibt einen Trick, den gibt es wirklich schon seit 50 Jahren. Also den haben meine Eltern schon angewendet. Ja, ich habe es natürlich auch geliebt. Man kann ja wirklich Vollkornbrot nehmen, ja, ein bisschen zurechtschneiden, also wieder ein bisschen kindgerecht. Und dann schmiert man eben da drauf eine Nuss-Nougat-Creme dünn auf. Es ist immer noch besser als so ein Weißbrot mit fetter Nuss-Nougat-Creme. Und wir müssen ja auch sagen, es gibt mittlerweile Nuss-Nougat-Creme, die haben nicht nur diese jämmerlichen 15% Nussanteil, sondern die liegen schon bei 25-30% Nussanteil. Und wenn dann weniger Zucker drin ist, hey, dann darf es auch mal sein. Und Nüsse, das sehen wir hier,
sind ja auch sehr gesund. Und dazu noch Wasser trinken? Wie geht das? Ja. Wenn man eigentlich ungern Wasser trinkt. Vorbildfunktion. Also wenn ich jetzt hier anfange, eine Cola Light zu trinken, ja, dann darf ich nicht unbedingt damit rechnen, dass mein Kind Wasser liebt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man frühzeitig beginnt, mit Wasser zu arbeiten, dann mögen die Kinder das auch. Und wie wir hier sehen, kann man ja auch ein bisschen tricksen. Ja, also ein paar Bärchen reinlegen, sieht ja auch super aus. Austrinken, die Beeren können geknabbert werden. Und dann können wir Vorbildfunktion. Vorbildfunktion. Das ist es. Schon eine Nummer. Wir sprechen gleich noch über das gesunde Gemüse für Erwachsene. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich nehme mit, Frühstücken ist für Kinder unverzichtbar. Wir Erwachsene sollten da halt als Vorbild vorangehen. Auch mindestens eine gesunde Kleinigkeit mit Frühstücken morgens. Und leider geht, das haben wir auch gesehen, kein Weg dran vorbei, sich Zeit für all das zu nehmen, auch wenn es natürlich nicht perfekt sein muss.